Hallo, ich bin der Roland. Ich habe hier ein Containerhaus gebaut. Das ist noch nicht ganz fertig. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie weit wir sind. Insgesamt habe ich hier 5 Container drunter gestellt und du kannst es hier ganz gut erkennen. Ab dieser Bodenplatte des Gebäudes ist alles in Holz gebaut. Das Gesamtkonzept ist ja aufgebaut, eine Lösung oder Lösungen zu kombinieren, die sehr einfach sind. Und einfach ist auch eine Einraumwohnung. Also alles in einem Raum, die Küche, das Essen, das Wohnen, einfach zusammengepackt. Das Haus hat ja 2 Richtungen. Die eine Richtung ist das Erdgeschoss, in dem wir jetzt stehen. Das ist ein sehr langgestrecktes Gebäude, 28 Meter lang, 6,50 Meter breit. Und dann gibt es noch den Container, der über uns ist, in dem sich Schlafraum und Bad befinden. Und diesen Container habe ich wegen des Sonnenaufgangs aus der Achse herausgetreten. Damit ist ein Winkel entstanden, der sich hier naturgemäß für mich in der Küche fortgesetzt hat. Wenn man so eine Küche baut und hat Fenster, dann sind die ja im Weg, wenn du zum Beispiel eine Spüle hast, wie hier. Deswegen habe ich die Fenster hier nach außen geöffnet und dann geht man raus und kann sich mit dem Seilzug nach oben ziehen. Es ist schon Spaß an der Spielerei, das kann man auch anders lösen. Aber ich habe halt überall versucht, einfache Lösungen zu finden, aus Ressourcengründen auch. Natürlich auch, um mal Dinge auszuprobieren, ob die so praktisch sind. Und beim eigenen Haus, dann darf man sowas tun. Dadurch, dass der Raum so lang ist und keine Trennwand hat, der ist ja hier irgendwie 15 Meter lang, ohne dass irgendeine aussteifende Trennwand drin ist, haben wir eine Stahlkonstruktion drunter gestellt. Das ist ein T-Träger, der hier sichtbar im Raum verschraubt ist, mit den Wänden, mit der Decke verschraubt und dadurch diese aussteifende Funktion übernimmt. Bei anderen Bauern wäre das sicherlich nicht so gewünscht. Da müsste man so eine Konstruktion eher in die Wand verstecken, was natürlich mehr Aufwand bedeutet und was dem Prinzip dieses Hauses auch komplett entgegensprechen würde. Deswegen haben wir das sichtbar gemacht und finden das eigentlich auch ganz hübsch. Also bei den Fenstern haben wir den Rahmen komplett weggelassen. Die Verglasung ist hier in die Konstruktion eingesetzt. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Rahmen und damit keine energetischen Verluste dieses Rahmens. Wir haben die Kosten gespart des Rahmens, auch ein wesentlicher Punkt. Und die Wirkung ist natürlich eine komplett andere. Also die Treppe ist ja ein sehr schlichtes Element, aufs Notwendige reduziert. Die Treppe ist von einem Schlosser gebaut worden, nach meinem Entwurf, und belegt habe ich sie dann mit Holzstufen. Die Treppe führt ins Schlafzimmer und ins Bad. Und dieses obere Geschoss hier mit dem Schlafen ist so ausgerichtet, dass man nicht nur den schönen Blick hat, sondern dass morgens einem die Sonne begrüßt. Die geht nämlich genau da hinter den Hügeln auf, scheint dann schon ins Bett und man kann erwachen bei schönstem Sonnenschein. Der Grundriss von dem Bad hier ist, ja, der hat sich sozusagen aus der Notwendigkeit heraus ergeben, dass wir eine Badewanne haben wollten, dass wir eine Dusche natürlich haben wollten.
dass wir einen Bereich haben wollten, wo wir Handwaschbecken, am besten 2 Stück haben wollten. Und dann hat sich die Gestaltung so von selbst entwickelt. Da ich selbst gerne bastle, habe ich dann auch noch eine Spiegellösung hier gefunden, die das Ganze luftig macht, weil wir ja die große Fensterfront haben. Habe also einen Stahlrahmen aus Edelstahl gebaut, habe da einen Spiegel reingeklebt und habe das an die Decke geschraubt. Also die Containeridee ist eigentlich entstanden durch die Neigung des Grundstücks. Der Ansatz war hier schon so nachhaltig wie möglich mit allen Teilen, also auch schon mit dem Grundstück umzugehen. Und die Neigung, das sind ungefähr 30 Grad, hat dann ergeben, dass hier auf einer Strecke von 6,5 Meter, das ist so ein Containermaß, genau seine Höhe mit 2,30 Meter erreicht war. Und damit war die Wahl auf den Container gefallen, weil der Container ist schon mal genutzt. Das heißt, der ist sozusagen Secondhand, der hat sein Leben schon gehabt, der hat sein CO2 schon verbraucht und ist hier CO2-neutral und wiederverwendbar eingesetzt. Also man könnte das Ganze jetzt wieder zurückbauen, den Container wieder auf große Reise schicken und dann wäre das eine gute Sache. In einem Container ist eine kleine Holzwerkstatt, in dem zweiten eine kleine Metallwerkstatt. Schauen wir uns die Werkstatt mal an. So, in diesem Container habe ich eine kleine Schlosserwerkstatt reingemacht. Das ist alles sehr einfach gehalten. Ja, im Grunde habe ich versucht, so viel wie möglich quasi alles selbst zu bauen. Natürlich kann man nicht alles alleine bauen, aber ich habe hier Unterstützung gehabt, auch von Dachdecker zum Beispiel, von Zimmerleuten. Aber ich habe immer mitgebaut und habe viele Dinge auch selbst gemacht. Und auch die Möbel teilweise und Leuchten und alles, was so innen passiert, baue ich eigentlich alles selbst. In diesem kleinen Container ist eigentlich das meiste hier entstanden. Mein Vater war Schlosser. Wir hatten zu Hause auch eine kleine Werkstatt und als kleiner Junge war ich eigentlich immer in dieser Werkstatt. Hat mich immer schon fasziniert, aber auch recht früh angefangen mit der Bohrmaschine zu arbeiten, mit dem Schweißgerät mal rumzufuchteln und so. Und irgendwann habe ich mir ein Schiff gekauft, einen alten Frachter und habe den komplett restauriert und ausgebaut. Das war eine Phase von über 10 Jahren, in der ich eigentlich die handwerklichen Fähigkeiten alle entwickelt habe, das Schweißen gelernt habe und so weiter. Und seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich selbst bin ja Architekt von Beruf, aber meine große Hochachtung und meine große Begeisterung gilt eigentlich dem Handwerk. Das Haus ist auch ein Passivhaus. Neben der Sache, dass wir auf nachhaltige Materialien, nachwachsende Rohstoffe und sowas geachtet haben, ist es eben auch extrem energieeffizient. Die Fassade ist bewusst unbehandelt gelassen, was natürlich mit den Jahren dann dazu führen wird, dass das vergraut. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch schon so changierend das ein oder andere Brett, das mehr an Farbe verloren hat. Manche sehen noch relativ frisch gestrichen aus. In 2, 3 Jahren wird das Haus anfangen grau zu werden und wird dann grau sein, soll auch grau sein, weil dieses Grundstück geht ja hier über in so ein Waldgrundstück. Und der Ansatz war eigentlich, das Haus in diese Natur hineinzubauen. Die Idee dazu ist entstanden, als wir zu einer Fahrradtour in Mittelfrankreich waren und dort auf einem renaturierten Eisenbahnweg gefahren sind. Und entlang dieses Eisenbahnwegs war so ein filigranes Stahlgeländer mit so natürlichen Formen. Und meine Frau hat damals ein Foto gemacht. Und dann haben wir hier tatsächlich Stahlplatten hingehängt, geschlossene Stahlplatten, haben dann diese Formen drauf gezeichnet, haben die Stahlplatten wieder runtergenommen, haben die mit einem Schweißbrenner ausgebrannt, abgeschliffen und wieder montiert. Ich finde es nach wie vor wunderschön und auch mal ein ganz anderes Stilelement an dem Haus. Und
Und wir haben das hier so gelöst, dass wir eigentlich den Zugang zum Haus über Treppen gestaltet haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch über so eine Rampe und sozusagen einen behindertengerechten Zugang geschaffen haben. Und dabei doch darauf geachtet, dass nicht zu viel von dem Gelände wegmodelliert werden muss. Ja, hier oben sind wir im Zwischenbereich sozusagen, zwischen Innen und Außen. Das war mir auch ein sehr wichtiger Entwurfsansatz, um einen Raum zu schaffen, in dem man die ganze Zeit, wenn es die Temperatur zulässt, wenn es angenehm ist, auch Sonne genießen kann. Wir haben hier den Vorteil, dass wir hinten den Hang, der geht ja direkt in den Wald über, dass wir dort auch im Sommer bei hohen Temperaturen immer kühle Luft reinbekommen. Die Möbel sind natürlich auch selbst gebaut, also die Stühle nicht, aber die sind noch von meinem Schiff, die habe ich damals mitgenommen. Und die Möbel, die habe ich mal in so einer nachmittags entspannten Runde, habe ich die mal selbst gebaut. Ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich fühle mich hier unglaublich wohl, was auch oder vor allem sogar an der Umgebung liegt, aber eben auch so schwergewichtmäßig an dem Haus und an den Details und an den Möglichkeiten, die hier realisiert worden sind. Ja. Das war die Roomtour durch mein Containerhaus. Und wenn ihr noch mehr spannende Wohnungen und Häuser sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal oder schaut einfach hier rein.